Hallo meine Schönen, und in diesem Video möchte ich euch einmal mitnehmen auf meinem Weg, wie ich es geschafft habe, von einem unsichtbaren, sehr unglücklichen Mädchen zur selbstbewussten Frau wurde. Und ja, nimmt es wirklich als Inspiration. Hinter jeder Geschichte steckt so viel Mehrwert drin, was man auch selber in sein Leben integrieren kann, wenn man einfach die richtige Wahrnehmung, Perspektive drauf hat und auch in jedem einfach das Geschenk sieht. Wieso ich bereits in jungen Jahren unglaublich unglücklich war mit meinem Leben, also um genau zu sein, bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich gefühlt keine Freude gefühlt in meinem Leben. Ich war ziemlich depressiv, würde ich behaupten, so gegen Ende 19. Und diese ganzen Gefühle von Trauer, Einsamkeit, anders zu sein, nicht verstanden zu sein, das begann schon sehr früh bei mir, also mit 12 ungefähr, wo ich halt zu meinem Vater gezogen bin, mit meiner Stiefmutter, also zu meinem Vater und meiner Stiefmutter, wo ich halt wirklich einfach systematisch aus dieser Familie ausgegrenzt wurde und sie einfach als eigene Familie immer zusammen Dinge unternommen haben und ich halt immer zu Hause sein musste und das ganze Haus putzen musste. Dementsprechend habe ich sehr, sehr früh sehr negative Emotionen in mir gefühlt, weshalb ich dann, woraus dann natürlich ganz viele andere Muster sich entwickelt haben, wie dass ich einfach extrem in mich gekehrt war, extrem introvertiert im negativen Sinne. Das heißt, ich habe oft das Gefühl gehabt, ich möchte was sagen, ich möchte mich irgendwie ausdrücken, aber ich kann es nicht. Und es war sehr, sehr, sehr belastend für mich in den jungen Jahren als Kind, aber auch als Jugendliche. Auch in der Schule hatte ich das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören, einfach weil ich durch diesen ganzen Stress und diesen täglichen Hass und dass ich angeschrien wurde als Kind und fertig gemacht wurde und durch diesen Druck von zu Hause, das habe ich natürlich dann auch in der Schule gespürt, dass ich einfach extrem krasse Konzentrationsprobleme habe. Ich war immer die Letzte, die irgendwas verstanden hat, die Letzte, die fertig gelesen hat. Meine Mitschüler fingen an, wirklich mich auch unter Druck zu setzen und meinten, ja, mach mal schneller, also wenn wir Gruppenarbeit hatten oder, boah, wie hast du es überhaupt zum Abi geschafft? Also wirklich, ich habe wirklich von überall immer das Gefühl bekommen, ich wäre dumm, ich könnte das und das nicht und ich bin anders und so. Ich war einfach immer fehl am Platz. Ich war nicht willkommen in der Schule, ich war nicht willkommen zu Hause. Und all das, diese Projektionen, die andere auf mich haben, habe ich selber auch geglaubt. Ich habe auch geglaubt, ich bin dumm, ich bin schüchtern, ich bin introvertiert, ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach nicht die Person, die selbstbewusst ist und einfach mal ihre Meinung aussprechen kann. Ich dachte, es wäre wirklich angeboren so. Und das hat ganz stark mein Selbstwertgefühl in den Boden gedrückt, dass ich einfach, ich wusste nicht, was meine Werte sind, ich wusste nicht, was meine Standards sind, ich wusste nicht, wer ich bin, was ich will. Ich habe einfach so vor mich hingelebt, sage ich mal, und war einfach lost. Also ich war einfach lost. Ich habe alles drumherum, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe meine Familie, die Mitschüler, meine Schule, mich selber. Ich habe alles gehasst. Es war wirklich so schlimm, dass ich wirklich mit 19 einfach dadurch, dass ich halt eben mich so ungeliebt und falsch und anders und fehl am Platz gefühlt habe, hatte ich mit 19 wirklich diesen Gedanken gehabt, ich möchte meinem Leid einem Ende setzen und habe wirklich mit den Gedanken gespielt, mein Leben zu beenden. Und ja, ich habe wirklich überlegt, so wie kann ich das machen, dass es am schmerzfreisten ist. Ich war ein super Schisser. Ich hatte Angst vor allem. Ich habe mich nichts getraut, wirklich. Ich habe nicht mal, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, ich habe mich nicht mal getraut, in die Augen zu schauen von der Person. Oder auch was sich sehr lange gezogen hat, war auch meine Stimme. Ich war super leise. Ich habe mich nicht getraut, laut zu sein, einfach weil ich nicht wollte, dass die Aufmerksamkeit auf mich ist, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin eine Zielscheibe und man kann
so wie es halt einfach in der Schule und zu Hause war. Sobald ich irgendwas gesagt habe, wurde ich halt fertig gemacht oder ausgelacht. Und das dementsprechend auch extrem immer leise gesprochen habe. Die Leute haben mich nie verstanden. Und das war wie so ein Teufelskreis, weil die Leute dann immer gesagt haben, red doch mal lauter, ich verstehe gar nichts. Und das hat mich noch mehr so gekränkt. Und ich dachte mir, oh Mann, das ist falsch an mir. Also das war alles so krass. Das Außen war so ein krasser Spiegel für mich im Inneren. Und es war wie ein Teufelskreis. Ich kam einfach nicht raus. Auf jeden Fall zurück zu meinem 19. Lebensjahr, kurz vor meinem Abi, hatte ich diese Gedanken gehabt. Aber irgendwas in mir, meine innere Stimme, meine Spirit Guides, I don't know, in dem Moment, es war wie ein Gedankenblitz, der kam, oder wie eine innere Stimme, irgendwas in mir hat zu mir gesprochen und gesagt, nein, das kann es nicht gewesen sein, dein ganzes Leben lang dich so unglücklich gefühlt zu haben, so ungeliebt und du einfach noch nichts vom Leben gesehen hast, nichts weißt. Also meine Eltern und mein Vater sind auch sehr streng, also ich wurde auch sehr streng erzogen. Ich hatte nicht die Möglichkeit gehabt, mich auszudrücken, mich zu entfalten, das auszusprechen, weil das war immer falsch und ich musste immer das machen, was meine Eltern machen, weil das war richtig. Und egal, was ich machen wollte, nein, das machst du nicht. Mein Vater war sehr, sehr, sage ich mal, er hat selber mein Leben kontrolliert, weil er natürlich gedacht hat, das wäre das Richtige für mich. Und meine Eltern haben sich immer Sorgen um mich gemacht und ich durfte nie lange raus, ich durfte nie woanders übernachten. Dementsprechend war ich halt noch mehr so, sage ich mal, alleine und einsam und habe nichts in meinem Leben erfahren dürfen, so. Also bis zu meinem 19. bis zu meinem 19. Lebensjahr, doch wirklich, war ich wirklich lost. Und irgendwas in mir hat gesagt, nein, das kann es nicht gewesen sein. Und dann kam dieser Gedanke, diese zwei größten Faktoren, die mich eigentlich so fühlen lassen, wie ich mich fühle, sind eigentlich mein Zuhause, also mein Vater, meine Stiefmutter und meine Schule, meine Mitschüler. Und einfach, genau, das waren die zwei, also die Schule und Zuhause waren die zwei großen Faktoren, die die mir ganz, ganz viel Energie geraubt haben oder einfach mich schlecht fühlen lassen haben damals. Und ich dachte mir, okay, wenn ich mein Abi schaffe, dann darf ich offiziell ausziehen und dann habe ich diese zwei Faktoren sind nicht mehr da und dann kann es ja nur besser werden. Und ich durfte wirklich tatsächlich erst ausziehen, wenn ich mein Abi schaffe, weil mein Vater hat es mir davor nicht erlaubt und ich wurde auch so, sage ich mal, mental unter Druck gesetzt, dass ich auch mich nie durchsetzen konnte, egal was ich wollte. Ich bin damals, ich weiß gar nicht, mit 16, 17 bin ich irgendwann mal zum Jugendheim gegangen und ich wollte dahin, so, weil auch wenn das mein Zuhause war, ich habe mich dort nicht wie zu Hause gefühlt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich hatte irgendwie eine Familie gehabt. Bis sehr, sehr lange noch, hatte ich einfach das Gefühl, ich habe keine Familie, ich bin alleine und ich konnte nicht mehr, ich war so unglücklich, ich wollte einfach weg, habe mich halt ein bisschen informiert, aber ich war natürlich auch sehr gehörig, weil ich halt so erzogen wurde. Das heißt, ich habe mir immer erstmal eine Zustimmung von meinen Eltern, von meinem Vater geholt und habe ihm natürlich davon erzählt und er hat mir natürlich durch seine Art, weil er sehr kontrollieren wollte, hat er es mir natürlich nicht erlaubt und weil ich halt einfach nicht zu mir stehen konnte, bin immer eingeknickt, egal was ich wollte. Ich wusste, ich muss diese zwei Faktoren, sage ich mal, wenn ich mein Abi schaffe, dann wäre das weg und dann kann es nur besser werden. Das heißt, obwohl niemand an mich geglaubt hat, meine Eltern, also meine Mutter, die wirklich immer bis zu meinem Abi gesagt hat, mach eine Ausbildung, Abi schaffst du sowieso nicht. Meine Mitschüler, die immer mich ausgelacht haben, wenn ich irgendwas gefragt habe, wie kann man sowas fragen, wie kann man sowas nicht wissen und mich wirklich als dumm bezeichnet haben und was machst du überhaupt hier so und wie hast du zum Abi geschafft? Das war immer das Gefühl, ich kann das nicht so. Und auch meine Lehrer schon von Beginn an, sei es in der Realschule, die gesagt haben, mach lieber Ausbildung, Abitur wird zu schwierig für dich sein. Sogar als ich schon beim Abi war, so meine Lehrer dort meinten, ja, willst du nicht vielleicht doch lieber zum Fachabi wechseln? Sieht sehr kritisch aus so für dich, wenn ich mir das so anschaue. Also das heißt so wirklich, niemand hat an mich geglaubt. Nicht mal ich selber, wirklich niemand. Nicht mal ich selber hat an mich geglaubt. Aber dieser Schmerz und dieser Gedanke, dass ich da noch länger
in dieser Schule und zu Hause sein musste, war so stark, dass meine Willenskraft so stark war, mein Abi zu schaffen, so groß war. Und ihr müsst wissen, Menschen verändern sich erst, wenn der Schmerz so groß ist oder wenn die innere Motivation so stark ist. Also entweder aus dieser negativen Emotion heraus oder aus einer sehr positiven Emotion heraus. Nämlich den Gedanken, oh, wie könnte es sein, wenn es so und so wäre. Und ja, es ist interessant, dass ich früher immer sehr krass aus dem Schmerz heraus gehandelt habe und mittlerweile aber nur noch aus der Freude mir das manifestiere, weil ich das in mein Leben anziehen möchte. Auch eine sehr interessante Entwicklung. Ich habe so viel gelernt, ich war so fleißig, ich habe immer vorgearbeitet. Das heißt, alle Hausaufgaben, alle freiwilligen Aufgaben habe ich vorgearbeitet, dass ich, sage ich mal, immer am Anfang des Unterrichts mich beteiligen konnte, weil wenn dann neue Sachen kamen, kam ich einfach nicht mehr mit, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ich habe manchmal die Aufgabenstellung nicht mehr verstanden. Und dementsprechend habe ich natürlich da auch sehr, sehr viele Punkte sammeln können, einfach bei den Lehrern, weil ich halt einfach so fleißig war. Ich habe sehr viel gelernt und am Ende habe ich es halt geschafft. Jeder war richtig so baff und keiner hat mir an mich geglaubt, nicht mich selber, und ich habe es geschafft. Und danach habe ich für mich entschieden, ich möchte weg von diesem Umfeld. Ich wollte verreisen, das erste Mal 2016 in meinem ganzen Leben bin ich auch alleine verreist. Und das war der erste Schlüsselmoment in meinem Leben, der mein komplettes Leben verändert hat. Und meine Eltern haben es mir damals nicht erlaubt. Kurze Vorgeschichte ist witziger, ich wollte 2016 schon mal nach Zanzibar. 5 Jahre später bin ich nach Zanzibar gegangen und es war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Aber 2016 wollte ich schon mal nach Zanzibar und zwar in einem Waisenhaus helfen. Ich habe angespart all die Jahre lang, habe es mir selbst, sage ich mal, ermöglicht, eigenständig nach Organisationen gesucht und als ich meinen Eltern davon erzählt habe, haben sie es mir nicht erlaubt. Die hatten sich halt damals Sorgen gemacht und haben halt mich auch so krass unter Druck gesetzt, dass ich dann wirklich wieder eingeknickt bin. Damals so mental schwach wie ich war, konnte ich wieder nicht zu mir stehen und habe mir dann wirklich, ich habe es dann gecancelt, ich habe mir wirklich gedacht, okay, wie ist es jetzt, wenn ich halt wirklich den Weg gehe, den meine Eltern wollen. Das heißt, meine Mama wollte, dass ich eine Ausbildung mache, mein Papa wollte, dass ich studiere. Ich habe mich hineingefühlt und ich habe mich einfach nur leer gefühlt. Diese Emotionen oder diese Vorstellung, dass ich dieses Leben lebe, was meine Eltern wollen. Wenn ich dieses Leben lebe, wenn ich das mache, was sie wollen, dann will ich keinen Tag länger mehr leben. Und es war für mich so, wow, deswegen, ich konnte nicht. Es gab keine andere Option, als einfach eine Entscheidung zu treffen für mich. Weil entweder, wenn ich mich dafür entscheide, dann würde ich nicht mehr leben wollen. Aber das war auch keine Option für mich, weil ich wusste, das kann es nicht gewesen sein. Also habe ich mich entschieden, nochmal einen Flug zu buchen. Und zwar habe ich aber diesmal meinen Eltern nichts davon erzählt. Ich habe meinem Vater nichts erzählt. Meine Mutter habe ich einen Tag vorher erzählt, weil ich habe bei ihr gewohnt, zu dem Zeitpunkt dann. Also ich bin dann nach meinem Abi dann zu ihr gegangen, kurze Zeit. Und damit sie sich halt keine Sorgen macht, weil sie würde es ja merken, wenn ich nicht mehr zu Hause bin. Also einen Tag vorher von meinem Flug habe ich ihr gesagt. Und dann bin ich einfach geflogen. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, es ist egal, welches Land oder wo du bist. Hauptsache, du bist weg von deinem Alltag, von dem, was du halt immer um dich herum hast und hast einfach mal Zeit für dich selber. Auf jeden Fall war ich dort und es war einer der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich war dort, ich habe das erste Mal mich so frei gefühlt wie nie zuvor. Ich war so frei in meinen Entscheidungen. Ich konnte jeden Tag machen, was ich wollte und das kannte ich nicht, weil ich immer jemanden hatte, der mein Leben kontrolliert hat. So. Und ich habe mich das erste Mal so willkommen gefühlt. Die Menschen dort haben mich mit offenen Armen begrüßt und ich kannte das nicht. Durch die Schule, durch dieses Umfeld, was ich sozusagen all die Jahre halt um mich herum hatte, war das so neu für mich. Dieses Gefühl von, hey, ich mag dich, du bist okay, das kannte ich nicht. Auf jeden Fall, wirklich, ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Tag und an die Entscheidung, die ich an dem Tag getroffen habe, die mein Leben verändert hat.
Es war ein sonniger Tag und wo alle am Strand lagen, wollte ich wandern und bin das höchste Gebirge irgendwie in Barcelona hochgewandert und da war niemand, keine tote Seele. Ich habe Barcelona von oben, also ich habe einfach diesen Blick von oben gehabt und einfach diese ganze Stadt bis hinten zum Meer konnte ich sehen. Und das war für mich damals das Schönste, was ich je gesehen habe. Ich bin nie gereist. Meine Eltern, die sind nicht mit mir gereist. Die sind oft sogar einfach ohne mich gereist. Also damals mein Papa, meine Stiefmutter und ihre Familie, also meine Halbgeschwister, die sind ohne mich geflogen. Und es war für mich einfach so dieser Moment, ich stand da, die Sonne schien auf meiner Haut, es war Todesstille, also ich habe wirklich nur die Natur gehört. Dieser Blick, ich habe mich so glücklich gefühlt wie nie zuvor in meinem Leben. Und dieses Gefühl hat mich zu der Entscheidung getroffen und dieses Commitment zu mir selber, ich möchte nie wieder für andere leben, ich möchte nur noch für mich leben. Und ab diesem Tag habe ich das Commitment zu mir selber gegeben, dass ich eben nicht mehr immer auf andere höre, sondern mich selber besser kennenlerne, weil ich wusste noch nicht, was ich wollte, deswegen konnte ich noch nicht auf mich selber hören. Aber dort fing meine Journey an. An diesem Tag habe ich für mich entschieden, ich will mich besser kennenlernen, ich arbeite an mir, ich möchte mich und mein Leben verändern. Das war der erste Schlüsselmoment in meinem Leben. Dann fing es an, so all das, was jetzt Mainstream geworden ist, 2016, fing ich an, in die Persönlichkeitsrichtung zu gehen, habe Bücher gelesen, ich bin auf Events gegangen, ich habe neue Leute kennengelernt und mein komplettes Umfeld hat sich auch geändert. Und dadurch haben sich immer mehr neue Türen geöffnet, weil ich mich immer mehr mit solchen Themen beschäftigt habe und auch, sage ich mal, dadurch meinen Fokus auf Dinge gerichtet habe, die positiv sind. Auf einmal bin ich auf Menschen gestoßen, die eben positiv waren und das kannte ich vorher auch nicht, weil immer alle in meinem Umfeld gemeckert und gejammert und jeder war unzufrieden. Meine Familie ist generell ein bisschen pessimistischer, deswegen war ich auch so, ich war super pessimistisch, alles war scheiße, wirklich, ich war der pessimistischste Mensch gefühlt und war super zickig und alles war scheiße. Und das erste Mal habe ich dann gemerkt, krass, es gibt noch was anderes. So. Aber irgendwann, wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin mega dankbar für egal, was in meinem Leben passiert ist. Ich bin für alles dankbar, weil es hat mich zu diesem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und alles war notwendig, damit ich halt heute hier bin, wo ich bin. Und auf jeden Fall war ich irgendwann aber an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich all diese Motivation und oh krass, es gibt mir so viel Energie. Aber ich habe mich im Kreis gedreht, weil diese Motivation, die war nur temporär. Und es war immer so dieser kurze Moment, motiviert und man macht so ein bisschen was. Und dann kommen diese alten Muster, die alten Glaubenssätze, die alten Verhaltensmuster und man fällt wieder zurück in sein altes Ich. Das war, sage ich, in dem Moment wieder sehr demotivierend für mich, bis ich wirklich verstanden habe, ich darf mich tiefer mit mir befassen, mit meinen Glaubenssätzen, mit der Sichtweise auf mein Leben. Ich darf lernen, mich komplett umzuprogrammieren. Ich habe noch mehr Zeit und Energie und Geld in mich investiert, als ich es je zuvor getan habe. Ich bin auf spezifische Workshops gegangen, die einfach noch tiefer gingen. Ich bin auf Retreats gegangen, die noch tiefer gehen. Ich habe mir Coaches an meine Seite geholt, die mich themenspezifisch, sage ich mal, begleitet haben. Und all das und auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, all das hat mich immer näher an meinen Kern gebracht, immer mehr. Ich wusste immer mehr, Step by Step, alles ist ein Prozess und jeden Step, den du gehst, bringt dich näher an deinen Kern, an die Person, die du bist, bevor die Gesellschaft dich umprogrammiert hat. Und ja, ich bin einfach so dankbar, wenn ich rückblickend wirklich mich erinnere, welche Person ich noch vor 5 Jahren war und welche Person ich heute bin.
Ich habe Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut, weil ich erinnere mich noch ganz genau in der Realschule. Ich habe zu solchen Menschen aufgeschaut, wie ich heute bin. Ich wollte so sein. Ich wollte eine Frau sein, die einfach ihre Meinung sagt, die einfach einen Fakt darauf gibt, was andere von ihr halten und sie einfach trotzdem ihr Weg geht und einfach ja ihrem Herzen folgt und selbstbewusst ist und weiß, wer sie ist. Und heute kann ich das einfach zu 100% von mir sagen, behaupten und fühlen, dass es halt wirklich so ist, dass ich einfach weiß, wer ich bin, dass ich weiß, welche Werte mir wichtig sind, dass ich weiß, was meine Bedürfnisse sind, dass ich meine Wahrheit ausspreche und meine Bedürfnisse ausspreche und es nicht mehr in mich hineinfresse und einfach meine Wahrheit spreche und lebe, dass ich weiß, wer ich bin, was ich will in meinem Leben, dass ich so krass connected mit meinem Herzen, mit meiner Intuition, mit mir selber bin, dass ich so krass darauf vertraue. Ich habe so krass Vertrauen in mir selber und in das Universum, dass alles genau richtig ist. Und egal was passiert, es passiert für mich, es hat einen Grund. Ich bin unglaublich dankbar und ich bin unglaublich glücklich, an welchem Punkt ich heute stehe und was für eine Frau ich heute bin. Ich weiß so genau, auch wenn ich in so einer Phase bin, wie ich, sage ich mal, wenn ich in ein Loch falle, wie ich mich aus diesem Loch hole, wo ich meine Energie herhole. Und ich weiß aber auch ganz genau, wann ich einfach mal nur weinen darf und einfach mal diese Emotionen rauslassen darf. Und ich weiß, wann es Zeit ist, nicht mehr in der Vergangenheit zu leben. Ich habe jetzt genug, sage ich mal, meine Emotionen ausgelassen und jetzt darf ich wieder ins Hier und Jetzt ankommen und nach vorne streiten. Und es ist so krass, weil seit ich wirklich so krass das Gefühl habe, ich bin so connected mit mir selber, ich bin so in meiner Mitte. Erst jetzt habe ich wirklich dieses Gefühl, ich habe auch diese Energie, andere Leben positiv zu beeinflussen. Und damals wollte ich war immer ein People-Pleaser. Ich wollte immer es allen recht machen. So. Und im Endeffekt, wenn ich rückblicke, ich habe nichts bewirkt. Ich habe zwar immer Ja und Amen gesagt und alles gemacht, was alle wollen, aber im Endeffekt diese wirklich krasse Dankbarkeit, ich glaube, das haben die Leute nicht gefühlt, sonst haben die dann irgendwie als selbstverständlich gefühlt. Und ich habe immer mehr, sage ich mal, immer mehr Energie wurde von mir genommen und ich konnte, ich war einfach ausgesaugt. Und heute habe ich, weil ich in meiner Energie bin, habe ich viel mehr Impact, weil ich allein durch mein Sein, diese ganzen Nachrichten, die ich bis jetzt schon bekommen habe, dass ich Menschen bereits jetzt schon so unglaublich inspirieren konnte, auch ihren eigenen Weg zu gehen, auch ihre Intuition, ihrem Herzen zu folgen und. Alleine jetzt habe ich schon so viel mehr bewirkt in andere Leben und in dieser Welt, nur alleine, weil ich in meiner Energie bin, weil ich bin. Und das kannst du auch, wenn du in deiner Energie bist und dein Licht zum Leuchten bringst. Und ja, ich habe jetzt wieder so, ich bin einfach so dankbar. Und worauf ich hinaus wollte, ich bin an einem Punkt, wo ich gesehen habe, wie krass, was alles möglich ist im Leben und wie krass ich auch selber mein Leben verändert habe, dass ich auch andere Leben verändern möchte. Noch mehr Licht, noch mehr Liebe in diese Welt zu bringen und ich möchte noch tiefer gehen und ich möchte noch mehr Leben ins Positive verändern und ich hatte einfach diesen Impuls, noch tiefer und noch näher mit Menschen Herz an Herz zusammenzuarbeiten und ihr Licht zum Leuchten zu bringen. Und ich möchte ehrlich mit dir sein, du brauchst kein einziges Coaching auf dieser Welt, um dein Leben wundervoll zu bestreiten. Das wirst du sowieso. Nur was ich erkannt habe in den letzten Jahren ist, dass es alles noch mehr mit Leichtigkeit passieren darf und noch mehr auf Quantumgeschwindigkeit gehen darf, dass du an deinen Kern findest und deine Wahrheit und dein Licht zum Leuchten bringst und dein Leben so lebst, wie du es dir wünschst. Worauf ich hinaus wollte, ich fühle es gerade so sehr, mich mit dir zu connecten. Und wenn du auch dieses Gefühl hast oder wenn du dieses Calling hast, du möchtest auch, sage ich mal,
Unterstützung haben oder du bist gerade an einem Punkt, wo du gerade einfach nicht weiter weißt, wo du gerade einfach nicht in deiner Energie bist und du fühlst eine Connection zu mir, zu meinem Sein, zu meinem Herzen und möchtest auch in meinem Energiefeld, sage ich mal, teilhaben und hast Interesse an einem kostenfreien Beratungsgespräch, weil ich jedem die Chance möglich machen möchte, sich mal mit mir auszutauschen und wie und ob ich dir überhaupt helfen kann und dich unterstützen kann auf deinem Weg. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dich für ein kostenfreies Beratungsgespräch, wenn du dieses Calling fühlst, sage ich mal, ja, dass wir gemeinsam diesen Weg bestreiten, dann würde ich mich unglaublich freuen, von dir zu hören. Du kannst dich in dem Link in der Beschreibung für ein einstündiges Gespräch mit mir bewerben. Und ich danke dir vom Herzen, wenn du bis zum Ende geschaut hast. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Energie, für deine Liebe, für dein Sein. Und ich freue mich sehr, wenn ich von dir höre. Und ja, fühle dich ganz, ganz lieb umarmt. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe von meinem Herzen zu deinem Herzen. Und ja, ups, ich hoffe, du hörst mich. Ich habe jetzt meine Hand auf mein Mikro gelegt. Naja, auf jeden Fall. Genieß deinen Tag. Danke für deine Zeit. Und ja, melde dich bei dir, wenn du es fühlst. Und bis ganz bald. Bye, bye. There's no such thing as one straight path through.